Mein Name ist Katharina Renker. Ich war von etwa 2000 bis 2011 Mitglied des Lucerne Festival Teams und hatte das riesige Privileg, ab 2002 die Lucerne Festival Academy zusammen mit Pierre Boulez zu konzipieren, zu planen und schließlich umzusetzen. Diese Zusammenarbeit mit Pierre Boulez bedeutet bis heute eine meiner wertvollsten Erfahrungen, die ich in meinem bisherigen Berufsleben sammeln konnte. Und für diese Zusammenarbeit bin ich enorm dankbar und die bleibt stark in meiner Erinnerung. Pierre Boulez war für mich oder ist für mich ein großer Denker, natürlich ein starker Stratege und dies immer verbunden mit sehr viel Herz und Verstand. Er verfolgte ganz klare Linien und das war immer auch verbunden mit einer klaren Kommunikation, was sehr hilfreich war in der Zusammenarbeit. Er war wo nötig kompromisslos, aber immer auch offen für Neues. Und ganz wichtig, er verfügte über einen sehr feinen, sehr schönen Humor. Wenn ich an die Lucerne Festival Academy zurückdenke, dann sind es zwei Begriffe, die immer wieder auftauchen. Und das eine ist Begegnung und das andere ist Austausch. Und ich denke, wo immer wir uns erinnern an die Zeit mit Pierre Boulez, waren diese zwei Begriffe sehr, sehr präsent. Da ist zum Beispiel das Orchester der Lucerne Festival Academy, das frühmorgens sich eingespielt hat im Orchesterfoyer. Und wenn Pierre Boulez dann vom Montana, das wir gerade hinten sehen, seiner geliebten Residenz in Luzern, dann hinspaziert ist zum KKL und durch dieses Orchesterfoyer gelaufen ist, dann gab es immer links und rechts einen kleinen Austausch, eine kleine Kommunikation, irgendetwas, was gefragt wurde oder berichtet wurde. Und er war immer da und er war immer offen. Man konnte ihn ständig ansprechen, wirklich, man konnte ihn anfassen. Dann war natürlich ist die ganze Akademie so konzipiert, dass Austausch und Begegnung wirklich zentrale Elemente sind, weil es kommen Orchestermusikerinnen, Musiker, Sängerinnen, Sänger zusammen mit den Komponistinnen und Komponisten, zusammen mit den Dirigentinnen und Dirigenten. Auch da ist Kommunikation, das Begegnen, der Austausch untereinander immer sehr zentral. Und das ist ganz stark oder war ganz stark Pierre Boulez' Idee und die hat er wirklich auch gelebt. Ja, wieso wir hier sitzen, vor dem KKL am See, am Schiffssteg, das hat eine ganz besondere Bedeutung, nämlich als wir 2003 so das erste Versuchsprojekt, die Preview Academy, das war die Vorakademie, umgesetzt haben, das war ein richtiger Hitzesommer. Und wir haben da oben auf 3 Linden im ehemaligen Konservatorium geprobt und es war wirklich heiß und natürlich ohne Klimaanlage. Und ich erinnere mich sehr genau an einem Sonntagmorgen, wir waren wirklich schweißgebadet, hat Pierre Boulez ganz spontan gesagt, heute Nachmittag gehen wir aufs Schiff. Wir müssen uns erholen, wir brauchen frische Luft und es braucht eine Pause. Und so ist etwas entstanden, was danach über die Jahre immer fortgesetzt wurde, nämlich die berühmten Ausflüge der Lucerne Festival Academy. Und das hat sich dann Jahr für Jahr so weitergezogen. Wir sind jedes Jahr einmal auf die Rigi, einmal auf Stanserhorn, auf den Pilatus. Wir haben immer diese Ausflüge gemacht und natürlich immer mit Pierre Boulez. Ich habe vorhin über den Austausch gesprochen und da gibt es vielleicht etwas, was ich noch zeigen oder erwähnen könnte, nämlich mit Pierre Boulez. Ich habe telefoniert, wir haben uns sehr oft getroffen, in unterschiedlichsten Städten, Orten, in unterschiedlichen Zusammenhängen. Und wenn wir kommuniziert haben, schriftlich, dann natürlich nicht via E-Mail, sondern in Briefform. Und das war immer ein besonderes Ereignis, wenn ein Brief von Pierre Boulez angekommen ist, in dieser minutiös kleinsten Schrift. Und ich muss gestehen, ich musste das immer hochkopieren, damit ich es entziffern konnte. Aber es sind meine sehr wertvollen Erinnerungen, die ich immer aufbewahren werde.